Barna Original setzt alles auf turbulente Partien. Ob die halblange Noppe am Tisch für Furore sorgen kann, erfahrt ihr in unserem Review. Beim Turbulent handelt es sich um einen mittellangen Noppenbelag. Jene sind leicht konisch geformt und haben ungeriffelte, leicht griffige Köpfe. In Sachen Länge liegen die Noppen des Turbulent näher an einer Kurz- als Langnoppe. Als Unterlage dient ein roter, feinporiger, relativ harter Schwamm. Regulär liegt der Belag bei knapp 40 €. Im Dots-Test zeigt die Schwammversion ihr hohes Grundtempo und ihre Dynamik, bei einem relativ direkten Ballanschlag. Die schwammlose Variante spielt sich erwartungsgemäß sehr Brettchen-like. Beide reagieren kaum auf ankommende Rotation. Beginnen wir also mit dem Turbulent mit Schwammunterlage, der sich mit leicht geöffnetem Schlägerblatt im Konterspiel recht gut kontrollieren lässt. Dabei aber die ersten Störbälle produziert, die vom Gegner häufig ins Netz gekontert werden. Generell macht der Turbulent im aktiven Spiel am Tisch seinem Namen alle Ehre. Vor allem mit kurzen, nach vorne gerichteten Bewegungen gespielte Bälle nehmen enorm an Fahrt auf und bekommen neben dem hohen Tempo erneut eine gute Portion Störeffekt mit auf den Weg, sodass man als Gegner große Probleme haben sollte, die Dinger zu blocken. Die Ballflugkurve ist relativ flach, die Bälle tauchen gefährlich ab. Für eine mittellange Noppe gelingen Topspin-artige Schläge überraschend gut, mit leichtem Spinbogen. Eine der großen Stärken des Turbulent ist unserer Meinung hierbei das schussartige Nachgehen. Vom Gegner zurückgebrachte Bälle lassen sich erstaunlich gut durchprügeln und tauchen bei hohem Tempo gefährlich ab, was ein Blocken natürlich sehr schwierig gestaltet. Unserer Meinung nach dürfte der schnelle Belag eher auf die Vorhand zugeschnitten sein. Im passiven Blockspiel ist die Kontrolle trotz der geringen Schnittanfälligkeit nicht ganz so hoch wie im aktiven Block. Hier ist es das hohe Tempo, über das man Herr werden muss. Generell ist der Turbulent eher auf das aktive, druckvolle Angriffsspiel ausgelegt und entfaltet dort seine ganze Gefährlichkeit. Das Motto lautet hier also mutig sein. Dennoch kann man mit geübtem Händchen durchaus im Schupfspiel über dem Tisch agieren, auch wenn dies gewiss nicht der Haupteinsatzzweck des Turbulent ist. In der weichen Eröffnung auf Unterschnitt lässt sich der Turbulent erneut überraschend noppenähnlich spielen. Auch hier ist es wieder das druckvolle Nachgehen, das für mächtig Trubel beim Gegner sorgen sollte. Übrigens ist das Spielgefühl, wie man vielleicht anhand der Schlagtechnik sehen kann, deutlich näher an einer Kurz- als an einer Langnoppe. Wer es eine ganze Ecke brettchenartiger mag, der greift zur schwammlosen Variante des Turbulent.
die sich natürlich deutlich spezieller, in erster Linie direkter und somit holzabhängiger spielt. Tendenziell ist diese etwas schwieriger zu kontrollieren, bietet aber noch eine Stufe mehr an Störeffekt.